Im heutigen Video möchte ich euch den Eriks Stadler Flirt Akkuzug vorstellen. Er fährt von Lüneburg über Lübeck nach Kiel. Wir starten allerdings in Hannover und fahren mit einem ICE erst nach Lüneburg und von Lüneburg fahren wir dann ganz hoch bis nach Kiel. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Hannover am Hauptbahnhof und gleich geht es für mich nach Lüneburg, dann weiter nach Lübeck und dann nach Kiel. Aber wir nehmen natürlich nicht einfach nur den ICE. Nein, wir fahren heute mit dem Stadler Flirt Akku. Der wird von der Firma Eriks betrieben und den nehmen wir dann ab Lüneburg über Lübeck nach Kiel. Ich bin schon sehr gespannt auf den Akkuzug, weil ich habe von mehreren Leuten, die dort im Raum Schleswig-Holstein wohnen, gehört, dass die öfters mal einfach auf der Strecke liegen bleiben und dann von einer Diesellok abgeholt werden. Naja, lassen wir uns überraschen. Wir starten gleich mit einem ICE, um nach Lüneburg zu kommen. Ich habe noch knapp eine halbe Stunde Zeit, bis der Zug kommt, aber die können wir nutzen, um uns ein paar Züge anzuschauen. Ach, da ist ein Flixtrain. Auch nicht schlecht. Mit dem bin ich auch mal gefahren. Das Video habt ihr bestimmt auch schon gesehen. So sieht es hier aus. Ich bin gerade auf Gleis 7 und 8 und hier ist es ganz, ganz leer und ruhig. Wir gucken uns gleich mal den Flixtrain bei der Ausfahrt an. Es ist cool, den Flixtrain mal in kompletter Länge zu sehen. Sonst habe ich ihn immer nur stückweise sehen können. Gute Fahrt, Flixtrain. Die grüne Lackierung ist schon schön. Die passt zu meinem Fabi-Grün. Mensch, hier ist ja richtig was los, gerade zwischen Gleis 7 und 8. Jetzt sehen wir noch die Einfahrt eines ICEs, der witzigerweise nach Kiel fährt. Aber nein, wir wollen ja gerne Akku-Express fahren. Da ist er. Das ist aber schnell. Vermutlich fahren wir auch gleich in einem ICE 4. Der ist mal richtig lang. Na, soll reichen, oder? Ja. Reicht. Ach, wie witzig. Da kommt gerade ein Eriks aus Niedersachsen. Wir fahren aber nachher mit einem Eriks aus Schleswig-Holstein. Jetzt können wir den Unterschied sehen. Da ist er. Eriks aus Niedersachsen. Der kommt gerade aus dem Harz, aus Bad Harzburg. Und es ist ein Dieselzug. Wir hingegen fahren natürlich nachher mit dem Akkuzug. Der ICE 4 steht hier gerade sehr einladend. Laufen wir mal um ihn herum. Eingang zur ersten Klasse. Der ist aber schön sauber. Wow! Sieht schon gut aus. Der sieht ja aus wie neu. Richtig auf Hochglanz poliert. Sehr schön. Mittlerweile wird auch unser Zug angezeigt. Wir nehmen den ICE in der ersten Klasse in Richtung Hamburg, aber wir steigen in Lüneburg aus, weil der Eriks, der startet ab Lüneburg. Und wir sehen es, bisher 3 Minuten Verspätung. In Lüneburg haben wir ungefähr 17 Minuten Aufenthalt, wenn wir pünktlich sind. Ich denke, bei 17 Minuten Umsteigezeit sollten wir keine Sorgen haben, es sei denn, es passiert irgendwas auf der Strecke. Jetzt gehe ich in den Abschnitt A bis C, weil dort ist die erste Klasse. Wir fahren wie gewohnt, ja, erste Klasse.
Wenn wir uns in der Deutsche Bahn-App unseren Zug aufrufen, dann kriegen wir folgende Informationen. Nämlich die Wagenreihung. Und da seht ihr, hier kommt's, C bis A, da ist heute die erste Klasse. Ich fahre übrigens ohne Sitzplatzreservierung. Da kommt schon unser Zug. Doch ein bisschen früher als erwartet, es sei denn, er steht hier noch, weil es ist gerade mal halb. Hallo ICE 4. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten in Hannover und nehmen dann den ICE von Hannover nach Lüneburg. In Lüneburg startet dann unser ERIX Akkuzug und mit dem fahren wir erst über Lübeck. In Lübeck bleiben wir dann einfach sitzen und dann geht's nach Kiel. Ich steige einfach mal hier ein, weil ich will nicht in den Ruhebereich. Und hinein! Von außen sah der Zug voller aus. Aber ich habe Glück gehabt, ich habe einen schönen Zweiersitzplatz für mich, sogar mit Fenster. Jetzt wollen wir auf die Zugfahrt anstoßen, weil ich nicht weiß, ob man bei ERIX auch Alkohol trinken darf. Ich habe das gefunden. Kleiner Feigling, vielleicht kennt ihr das noch. Prosit auf eine schöne Zugfahrt. Also Feigling mag ich ja sehr gerne, aber das ist irgendwie weniger süßer Feigling, das kann man gar nicht beschreiben. Naja, war ein Versuch wert, hat nur 1 Euro gekostet. Na, sehen wir die Anzeigetafel? Wir sind tatsächlich perfekt pünktlich, nicht schlecht. Ich habe mich nun in der Deutsche Bahn-App eingecheckt und jetzt genießen wir knapp 50 Minuten ICE 4 Zugfahrt. Ihr wisst ja, dass ich mir gerne im Zug und im Flugzeug die Moving Map anzeigen lasse. Aber hier geht leider das WLAN nicht. Und das bei so einem neuen Zug. Ich hatte mich gerade verbunden, bin dann aber wieder rausgeworfen worden. Okay, zweiter Versuch. ICE-Portal, komm her. Also ich bin jetzt verbunden. Mal gucken, was passiert. Ach, jetzt funktioniert's. Na toll. Jetzt geht alles. Was war denn da los? Da ist sie, die Moving Map. Sehr schön. Vielleicht kann mir ja einer von euch sagen, warum ich erst im WLAN drin war und dann einfach rausgeworfen wurde und mich dann neu verbinden musste, also WLAN-Verbindung aus und dann wieder an. Wäre cool, wenn ihr mich aufklärt. Danke. Wir sind ja perfekt pünktlich in Hannover gestartet, aber gerade mussten wir in Bad Bevensen zwischenhalten. Wie nennt sich das? Außerplanmäßiger Halt. Wir haben jetzt 10 Minuten Bonusfahrzeit auf der Uhr. Mal gucken, ob das noch mehr wird. Wir fahren jetzt wieder los. Auf der Karte seht ihr, dass wir eigentlich schon gleich da sind. Ja. Jetzt hat er offiziell 6 Minuten Verspätung. Die Dame hat aber gesagt 10 Minuten Verspätung. Also gerade läuft es nicht so gut. Jetzt haben wir noch eine Notbremsung. Da hinten ist die Feuerwehr. Da ist die Feuerwehr. Wer weiß, was hier passiert ist. Der kleine Extrastopp ist auch wieder vorbei. Wir fahren jetzt, aber ich glaube, die angezeigte Zeit schaffen wir nicht. 11:25 Uhr sollten wir eigentlich ankommen in Lüneburg. Dann wurde 11:31 Uhr geplant. Jetzt ist es 11:32 Uhr. Wer weiß, wann wir ankommen. Wow, ich falle. Oh, jetzt ist es 37 Uhr. Da muss ich mich hier richtig beeilen. Da ist unser Zug. ERIX RE 83 nach Lübeck. Und der fährt von Lübeck dann weiter nach Kiel. Wir erreichen Lüneburg. Da kommt der Bahnsteig. Jetzt muss ich aber Vollgas geben. Wir haben über 15 Minuten Verspätung. Gleich geht's los. Klick.
Hinaus! Da ist er. Dort vorne. Da muss ich hin. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber laufen, du. Oh, da ist er, Lübeck. Oh. Wo geht's denn hier rüber? Okay, hier geht's runter. Runter. Tunnel. Noch eine Treppe. Zum Glück steht mein Kumpel schon da. Der hält die Bahn rauf. Erreicht. Sehr schön. Na SH. Erste Klasse. Und hinein. Erste Klasse. Oh, sieht ja ganz gut aus hier. Schön. Na, das geht ja gut los. Ich wollte eigentlich zur Toilette gehen, aber die ist kaputt. Ja, dann steige ich jetzt mal beim nächsten Bahnhof um. Wer weiß, wann der kommt. Okay, gleich geht die Action los. Wir erreichen unseren ersten Halt Echem und dann wird der Wagen gewechselt. Na, Tür geh auf. So, und hinaus. Ist doch ein bisschen weiter. Ja, alles klar. Ja, grün. Perfekt. Und hinein. Oh. Okay, man kann hier nicht abschließen. Aber das sieht doch schon mal sehr gemütlich hier aus. Dort ist die zweite Klasse. Hier ist eine schöne Anzeigetafel. Da ist noch mehr zweite Klasse. Ist ganz schön voll, der kleine Zug. Da ist das Logo. Stadler. Anscheinend soll es hier WLAN geben. Das probieren wir nachher aus. Und so sieht es hier aus. Ein Spiegel. Noch ein Spiegel. Hallo. Wie geht das Wasser an? Da, schön, das funktioniert. Seife geht auch. Es geht Desinfektionsspray und hier, haha, ein Küster. Das funktioniert ja schon mal alles gut. Und verhältnismäßig sauber ist es auch. Hier kann man sogar ein Kind wickeln, nicht schlecht. Nun habe ich meinen Platz erreicht in dem heilen Waggon, weil in dem ersten da war die Anzeige defekt, Klo-defekt. Und jetzt kann ich es mir ein bisschen gemütlich machen. Und so sieht hier der Sitz aus. Suchen wir nach Features. Ein Klapptisch. Hier mit Halt, das kennen wir ja schon aus anderen Zügen. Aber praktisch. Ein kleiner Mülleimer. Und ich habe, glaube ich, auch eine Steckdose entdeckt. Da unten, da ist die Steckdose. Sogar mit USB-Ports. Richtig gut. Den Sitz kann man leider nicht verstellen, aber hier ist eine kleine Mittellinie für mehr Privatsphäre auf diesen kleinen Sitzen. Und hier ist sogar in der kleinen ersten Klasse auch noch eine Anzeigetafel. Sehr praktisch. Mensch, so langsam geht es ja richtig gut. Ein anderer Fahrgast hat mir gesagt, ob ich das Knallen gehört habe. Ich fragte, welches Knallen? Na, dass der Stromabnehmer abgeklemmt wurde. Das heißt, wir fahren jetzt gerade auf Akkubetrieb. Mal gucken, wie lange. Wir haben ja noch gar nicht angestoßen. Mal gucken, was habe ich denn hier? Also ich habe kein Verbot für Alkohol gefunden, deswegen denke ich, dass das okay ist. Weil in Niedersachsen ist es bei Eriks verboten, Alkohol zu trinken, aber hier nicht. Arktis. Prosit.
auf eine schöne Zugfahrt. Ich finde das amüsant. Ja. Ah, ui, der zieht aber durch. Es ist ja schon wieder 12 Uhr. Zeit für mein Mittagessen. Erinnere mich noch. Aber wie gewohnt, Hände waschen. Heute haben wir Das war Swiss. die kräftige Mädchen. Das habe ich dann auch gemerkt. Ja. Heutzutage würde man sich ein bisschen mit Training vorbereiten. Das riecht auch noch gut. Damals ein bisschen mehr. Das riecht nach Lavendel. Sehr angenehm. Und zum Mittag gibt es ein klassisches Brötchen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass es hier angeblich auch WLAN geben soll. Dem gehen wir mal auf die Spur. Ich habe WLAN gefunden. Lieblings-WLAN. Klicken wir doch mal drauf. Irgendwas ist passiert. Na, haben wir auch ein WLAN-Portal? Wasabi Splash. Aha. Klick. Ja, es baut sich aber sehr langsam auf hier die Seite. Tut sich was? Okay, ich bin mit dem WLAN verbunden und ich bin rausgeflogen. Aus dem Portal. Anscheinend gibt es kein Portal. Ich habe das Portal wiedergefunden. Was passiert hier? Internetzugang? Tja, mehr gibt's nicht. Schade. Keine Moving Map. Die hätte ich mir gewünscht. Jetzt sind wir in Lübeck angekommen und ich kann euch endlich mal die Sitze komplett frei zeigen. Es war gerade doch ein bisschen voll. Ja, hier ist ein bisschen Leder, aber man kann ihn leider nicht verstellen. Hier gibt es nur noch eine kleine Lehne. Das war's. Und halt die Mittellehne für mehr Privatsphäre. Hier bei dem Vierersitz ist da eine Steckdose und da ist auch eine Steckdose. Ist schon schön hier. Gerade sind wir in Lübeck und wir können einfach drin bleiben. Wir haben 15 Minuten Aufenthalt und fahren dann weiter bis nach Kiel. Und so sieht es hier aus. Viel Platz sogar für Fahrräder. Und hier ist noch eine Anzeigetafel. Ist schon nicht verkehrt, der Zug. Jetzt schauen wir uns doch mal unseren Akkuzug von vorne an. Da ist... Eriks. Das ist schon ein schöner Zug. Sehr ruhig. Gefiel mir bisher ganz gut. Außer Waggon 2, weil der war ja kaputt. Schaut mal auf der anderen Seite. Da ist der Stadler Kiss Doppeldecker. Der fährt, glaube ich, auch nach Kiel oder nach, wie heißt es, nach Travemünde. Mit dem muss ich auch mal fahren. Der sieht richtig gut aus. Da wird unser Zug angeschlagen. Wir sind richtig. Werbung. Schleswig-Holstein, der echte Norden. Ja, wir mögen Schleswig-Holstein. Ich fahre zum Beispiel gerne nach Amrum. Und da ist nochmal unsere erste Klasse von außen. Und ihr seht, es spiegelt sich noch ein Stadler Kiss. Oh, das ist genau der Zug, den ich haben möchte. Lübeck-Travemünde Strand. Kann man das erkennen? Erkennt ihr das? Ach, hier kommt noch eine S-Bahn rein. Sag mal, was ist denn hier los? Oh, hier. Das ist auch unser kleiner Zug und der hat keinen Stromabnehmer. Der fährt tatsächlich akkubetrieben. Hier ist unser Zug und der wird geladen. Da ist der Stromabnehmer. Los geht's. Ausfahrt aus Lübeck. Tatsächlich haben wir gerade wieder das Knallen gehört. Der Stromabnehmer wurde eingefahren. Und jetzt fahren wir tatsächlich Akkubetrieb. Hört ihr das Surren? Er surrt ganz schön laut. Ich bin mal gespannt, ob wir nachher sogar mal ein bisschen schneller werden, weil das ist jetzt hier gerade eine sehr langsame Ausfahrt. Aber cool, was wir gerade für Züge gesehen haben hier in Lübeck, ist echt Action. Also die erste Klasse Sitze sind schon sehr bequem, aber sehr eng. Seht ihr das? Mein Kopf deckt ja schon fast den ganzen Sitz ab. Und hier unten bin ich und ich kann mich eigentlich gar nicht
nicht mal ansatzweise breit machen. Naja, ist ja auch nur für eine kurze Fahrt gedacht. Der fährt ja immer knapp 1,5 Stunden von Lüneburg nach Lübeck und dann nochmal 1,5 Stunden von Lübeck nach Kiel. Vorhin war es ganz schön voll. Die ganze erste Klasse war dicht. Jetzt ist schön leer. Jetzt habe ich alles für mich alleine. Und so sieht mein Blick jetzt aus. Ich sehe die 2 Sitze und die Anzeigetafel. Ist schon schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Wir sind jetzt gerade aus Lübeck raus und wir wollen ja mal einen WLAN-Speedtest machen. Nächste Station, Bad Schwartau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Naja, das ist nicht gerade viel. Aber zum Nachrichtenschreiben sollte es reichen. Aber immerhin cool, dass die überhaupt Internet an Bord haben. Ich hätte gerne mal die Geschwindigkeit von dem Zug gemessen, aber schaut mal, was passiert. Ich bekomme kein GPS-Signal. Schade. Ich habe mich gerade mal ein bisschen schlau gemacht über unseren kleinen Zug. Der soll tatsächlich 160 km/h fahren. Ich frage mich, wo der das macht. Bisher waren wir nicht so schnell. Und angeblich fährt der 80 Kilometer im Akkubetrieb. Das ist ja schon mal ordentlich. Sitzplätze erste Klasse 8, das haben wir gesehen, je Waggon. Und 115 Sitzplätze zweite Klasse. Ja, ist schon niedlich hier, gefällt mir. Bestimmt habt ihr, also die Leute, die sich besonders gut auskennen, schon gesehen, dass das hier die Baureihe 526 ist. Trotzdem nochmal zur Info. Na, unser kleiner Akkuzug gibt doch ganz schön Vollgas. So sieht's hier aus. Ganz viel Laub. Ist ja fast noch Winter. Aber ja, der heizt jetzt gerade richtig gut. Und er ist schön leise. Also ich fühle mich hier wohl. Die zweite Klasse ist auch gemütlich und er ist halt nicht so voll. Also eine sehr tolle Strecke, sehr angenehm. Gerade kam der Zugbegleiter vorbei und hat meinen Pulli gesehen. Erkennt man das? Harzer Schmalspurbahn. Er sagte, er ist am Wochenende in Wernigerode und kauft sich den Pulli nach. Super! Aber als erstes hatte er gedacht, ich arbeite für die Harzer Schmalspurbahn. Nein, nein. Ich bin nur Fahrgast. Hier ist noch ein schöner Blickwinkel. Elektrisch ohne Oberleitung. Ja, wir fahren ja mit dem Akku. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie hier die Beleuchtung ist. Alles LED ist ja klar, ne? Und das Licht ist sehr angenehm. Und wir haben auch noch eine Gepäckablage oben. Sieht schon sehr ordentlich aus. Ausfahrt aus Eutin. Also ich bin ja echt erstaunt, was hier in Schleswig-Holstein für coole Züge fahren. Wir haben hier den Akkuzug, den Stadler Flirt Akku und dann auch noch die Doppeldecker, okay, Korrektur, Doppelstockwagen, ne? Die Stadler Kiss. Den filme ich auf jeden Fall auch noch. Da fahre ich mit dem nach Travemünde. Auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal einen Test gemacht. Ich habe einen Videoanruf gestartet. Das hat aber leider nicht so funktioniert über das WLAN. Also die 4 bis 5 Mbits sind auch nicht so konstant. Also das reichte leider nicht. Aber naja, zum Nachrichtenschreiben reicht es. Ah, so langsam kommt Wasser. Ich schau mal, wo wir ungefähr sind. Plön. Wo ist Plön?
Es ist der große Plöner See, den wir hier sehen. Na, sehen wir ihn, den großen Plöner See? Da ist er. Cool. Richtig schön. Wenn ihr fleißig spendet, kann ich mir bestimmt so ein Haus kaufen. Hahaha. Wir fahren jetzt in Plön ein. Na, wann kommt denn Plön? Da ist schon wieder ein See. Ah, da kommt der Bahnsteig. Wow, das ist aber schön gelegen. Wie schön. Hey, aus dem Bild. Mensch, hier ist was los. Noch ein Akkuzug. Ausfahrt aus Plön. Jetzt schauen wir uns den See noch mal richtig an. Ganz schön groß. Ein Restaurant, das schwimmt. Das kann man einfach nur genießen. Der ist aber echt ganz schön groß, der große Plöner See. So, genug Seen gesehen. Hier kommt noch ein Freibad. Oh, schade. Also gefühlt haben wir jetzt unsere Höchstgeschwindigkeit und ich bleibe jetzt einfach mal in der Mitte stehen und es schaukelt wie auf dem Schiff. Wow. Hier seht ihr nochmal, wie es hier aussieht. Ist schon schön. Alles sauber. Ist schon gut hier. Hier ist nochmal eine Karte. Nochmal das Stadlerzeichen. Ist schon schön. Wenn der richtig Kette gibt, dann wackelt es aber ordentlich. Aber ich stehe noch. Hat mich nicht umgehauen. Da sind noch mehr Seen. Dieses Mal aber auf der rechten Seite. Die ganze Zeit saß hier auf der linken Seite. Nächste Station, Preetz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, das Ende ist nahe. Nur noch ein bisschen mehr als 15 Minuten. Wir sind gerade in Preetz. Also diese Strecke ist beeindruckend voll befahren. Hier steht schon wieder der nächste Zug. Verrückt. Gleich erreichen wir Kiel. Schade. Die Fahrt ging echt schnell. Das waren einfach mal kurz über 3 Stunden. Ich bin heute Morgen um 9:30 Uhr losgefahren. Jetzt ist es 14:15 Uhr. Also ich bin schon über 5 Stunden unterwegs. Aber ich muss sagen, dieser kleine Akkuzug hat mich echt überrascht. Dass der so gemütlich ist und ja, so leise ist, das ist wirklich gut. Also ich kann den wärmstens empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal davon abgesehen, dass der hintere Waggon keine Anzeigetafeln hatte und ein kaputtes Klo. Ja, ist nicht schön, aber man konnte ja den Waggon wechseln. Das war nicht so schlimm. Da kommt schon der Kieler Bahnhof. Gleis 1.
Ah, hier ist noch ein schöner Doppelstockwagen. Sieht auch gut aus. Okay. Ah, das ist ja überdacht hier. Aha. Das sieht ja toll aus. Einfahrt in Kiel Hauptbahnhof. Jetzt ist Ausstieg und wir gucken uns noch mal die Sitze der zweiten Klasse an. Ja, sehen auch nicht verkehrt aus. Knie an Knie, aber das ist nicht so schlimm. So. Und einmal den ganzen Zug für uns bitte. Ja, sieht doch nicht verkehrt aus. Und hinaus. Wir sind angekommen. Kiel Hauptbahnhof. Ist jetzt nicht so groß hier. Und da ist noch mal unser Kumpel. Schön. Ein Abschiedsbild. Das war eine sehr angenehme Fahrt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, dann werdet doch Mitglied auf meinem Kanal. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!